In 80 Tagen Deutsch lernen, ich zeig dir, wie das geht. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und ich habe mal wieder etwas ganz Besonderes für dich. Denn es ist schon Ende September. Das heißt nur noch 3 Monate bis Jahresende. Wie wäre es, wenn du bis Weihnachten dein Deutsch auf das nächste Niveau bringen würdest und das Jahr 2023 mit richtig guten Deutschkenntnissen beginnen könntest? Wäre das nicht ein fantastisches Weihnachtsgeschenk an dich selbst? Ich mache dir jetzt schon ein Geschenk. Ab heute und für die nächsten 2 Wochen mache ich hier auf meinem YouTube-Kanal eine kostenlose Unterrichtsreihe für dich, in der ich dir meine besten Techniken zum Deutschlernen zeige und viele meiner bewährten Lernmaterialien gebe, damit du schneller und besser Deutsch lernst. Dieser Unterricht besteht aus 3 Videos und 3 Livestreams. Den Zeitplan findest du in der Beschreibung unter dem Video. In den letzten Jahren habe ich schon tausenden Schülern helfen können. Angefangen während und nach meinem Masterstudium an der Universität Saarbrücken, wo ich am Studienkolleg ausländische Studenten auf die Deutschprüfung DSH vorbereitet habe, bis heute, wo ich schon 3 super erfolgreiche Online-Kurse erstellt habe. Meinen Grammatikkurs, den C1-Kurs sowie den brandneuen Vokabelkurs, dank derer meine Teilnehmer ihr Deutsch auf das nächste Niveau bringen und ihre Prüfungen bestehen konnten. Mehr dazu aber später. Für mich gibt es wirklich nichts Schöneres, als Deutschlernern dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und ihre Träume zu erfüllen. Und in den letzten Jahren habe ich einiges darüber gelernt, was Lerner erfolgreich macht. Und dieses Wissen teile ich in den nächsten 2 Wochen mit dir. Du siehst gerade das erste Video der 6-teiligen Unterrichtsreihe hier auf YouTube. Damit du alle Lernmaterialien und wichtige Infos dazu bekommst, kannst du dich unter dem Link in der Beschreibung dieses Videos kostenlos anmelden. Denn wenn du mal keine Zeit hast, hast du trotzdem Zugang zu allen Videos, Livestreams und Materialien und musst dir gar keinen Stress machen. Also, was lernst du heute? Das Wichtigste natürlich zuerst. Wie lernt unser Gehirn etwas Neues? Zunächst ist es wichtig zu verstehen, wie wir Informationen verarbeiten und speichern, damit wir sie später abrufen können. In diesem Fall eine Fremdsprache sprechen oder schreiben. Schau jetzt gut zu. An diesem Schaubild erkennst du, dass wir uns Dinge am besten merken können, wenn wir sie aktiv anwenden. Für dich als Deutschlerner bedeutet das, dass du die Sprache am besten lernst, wenn du sie selbst produzierst, also wenn du sie sprichst und schreibst. Warum? Weil du sie dann aktiv anwendest. Alles, was man selbst macht, wird im Gehirn besser gespeichert. Wenn du nur liest, merkst du dir nur 10%. Wenn du nur hörst, sind es nur 20%. Das heißt aber nicht, dass du nicht lesen oder hören sollst. Im Gegenteil. Und jetzt kommt die zweite wichtige Information, speziell über das Lernen von Sprachen. Es gibt 4 Fertigkeiten, die du beim Deutschlernen parallel und kombiniert üben solltest. Hören und lesen, das ist rezeptiv, man nimmt also auf. Und dann sprechen und schreiben, das ist produktiv, man wendet an. Grammatik könnte man als 5. Fertigkeit nennen,
denn das ist ein spezielles Thema, in dem es viel um Strukturen und Analyse geht, aber eigentlich kommt Grammatik aus dem Lateinischen und bedeutet die Kunst des Schreibens. Jedenfalls, wenn du am schnellsten lernen willst, brauchst du so viel Kontakt wie möglich zur deutschen Sprache, und zwar indem du aufnimmst durch Lesen und Hören und indem du anwendest durch Schreiben und Sprechen. Aufnehmen, anwenden. Aufnehmen, anwenden. Wenn du schreiben lernen willst, musst du schreiben. Willst du sprechen lernen, musst du sprechen. Denn vom Hören lernt man nicht sprechen und vom Lesen lernt man nicht schreiben. Irgendwie logisch, oder? Das Beste, was du tun kannst, ist einer anderen Person auf Deutsch zu erklären, was du gelernt hast. Denn dann sind deine Chancen am größten, dass du es nie wieder vergisst. Wenn du diese Aktivitäten 80 Tage lang durchziehst und sie im besten Fall mit einem guten Deutschkurs kombinierst, in dem deine Texte korrigiert werden und du jederzeit Fragen stellen kannst, wirst du enorme Fortschritte in Deutsch machen. Du bekommst jetzt ganz konkrete Beispiele, wie du die gerade gelernte Theorie in die Praxis umsetzen kannst. Viele dieser Aktivitäten kannst du jeden Tag machen, denn für die besten Ergebnisse solltest du jeden Tag ein bisschen Deutsch üben. Übrigens, mehr dazu, wie du einen optimalen Lernplan erstellst, erfährst du im 3. Teil dieser Unterrichtsreihe. Beginnen wir mit der Fertigkeit 1, Lesen. Vor einiger Zeit hat einer meiner Schüler zu mir gesagt: Ich lese Zeitung, aber nach 5 Minuten habe ich keine Lust mehr. Natürlich, man muss schon Interesse an solchen Themen haben, wenn man motiviert bleiben will. Aber wenn Politik und Wirtschaft dich nicht interessieren, dann lies etwas anderes. Man kann mit so vielen Texten super Deutsch lernen. Hier 2 Tipps. Auf der Website der Deutschen Welle findest du hunderte Texte, Audios und sogar Filme für Deutschlerner von A1 bis C-Niveau. Und das Tolle ist, das ist alles kostenlos und die Qualität ist wirklich sehr, sehr gut. Du findest den Link unter diesem Video. Schau dir in Ruhe an, was es dort gibt und was dich interessiert, und dann fang an zu lesen. Der 2. Tipp sind Romane für Deutschlerner. Die gibt es schon ab Niveau A1, meistens sogar mit Audiodateien dazu, sodass du den Text gleichzeitig anhören kannst. Wenn du in Deutschland wohnst, kannst du dir die Romane einfach in der Stadtbibliothek ausleihen. Was ist der Vorteil an Romanen? Sie sind viel länger als normale Texte im Lehrbuch und das heißt, du bekommst viel mehr Lesepraxis. Übrigens ist es gar nicht schlimm, wenn du manche Wörter nicht verstehst. Lies einfach weiter, denn diese Wörter wiederholen sich oft im Text und spätestens nach dem 3. oder 4. Mal verstehst du das Wort aus dem Kontext heraus. Am besten fängst du auf niedrigerem Niveau an zu lesen, und wenn du das problemlos verstehen kannst, gehst du eine Stufe höher. Werfen wir mal einen Blick auf Lehrtexte. Natürlich sind die Texte in Lehrbüchern so geschrieben, dass du ganz spezielle Inhalte lernst, seien es Vokabeln, grammatische Strukturen, Redemittel für besseres Schreiben und so weiter. Solche Texte gibt es auch haufenweise in meinen Deutschkursen, denn ich habe sie zusammen mit der Universität Saarbrücken entwickelt. Darin steckt also jede Menge Fachwissen und jahrelange Erfahrung von Dozenten und Professoren, die mit den aktuellsten Lehrmethoden arbeiten. Gute Nachrichten, ich schenke dir ein paar dieser Texte und wir werden im nächsten Livestream sogar gemeinsam mit diesen Texten arbeiten.
Trag dich also über den Link in der Beschreibung für diese 6-teilige kostenlose Unterrichtsreihe ein, damit du alle Materialien rechtzeitig per Mail bekommst. Machen wir weiter mit Fertigkeit Nummer 2. Wie kann man das Hören trainieren? Nutze die Kraft des Internets. Schau deine Lieblingsserien und Filme, die du schon in deiner Sprache kennst, auf Deutsch an. So wirst du fast alles verstehen. Und wenn du Untertitel benutzt, benutze sie auf Deutsch, sonst muss dein Gehirn 2 Sprachen verarbeiten und das ist immer ein bisschen schwieriger. Hör dir deutsche Musik an. Musik geht immer. Wenn dir ein Lied gefällt, dann willst du es bestimmt mehrmals anhören. Und ja, es gibt deutschsprachige Sänger und Sängerinnen, die richtig gute Texte haben. Und man findet diese Texte natürlich im Internet, damit man alles mitlesen kann. Ich habe einige davon unten verlinkt und freue mich über deinen Link zu einem Lied, das dir gefällt, also schreib einen Kommentar. Ja, das sind die beiden rezeptiven Fertigkeiten. Eine Sache brauchst du dafür noch, ein gutes Wörterbuch. Es gibt jede Menge Wörterbücher im Internet. Viele sind gut, aber manche sind auch weniger gut und im schlimmsten Fall bekommst du eine falsche Übersetzung und das willst du nicht, oder? Ich benutze am liebsten das Online-Wörterbuch von Pons. Das kostet nichts, die Qualität ist sehr gut und es gibt viele verschiedene Sprachen, also auch deine Muttersprache. Der Nachteil ist leider, dass die Audios meistens Computerstimmen sind. Wenn du echte Stimmen hören willst, dann schau mal bei Leo nach. Nachteil, es gibt dort so viele Übersetzungen für ein Wort, dass man als Deutschlerner schnell den Überblick verlieren kann. Teste einfach, was dir am besten gefällt. Ich habe die Links unter das Video gemacht. Punkt Nummer 3 und jetzt geht es an die produktiven Fertigkeiten. Wir beginnen mit dem Schreiben. Danach geht's ans Sprechen. Wie gesagt, wenn du schreiben lernen willst, dann musst du schreiben. Und dafür gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Führe ein Tagebuch. Nimm dir ein Notizbuch, deinen Computer oder dein Handy und fang an zu schreiben. Du kannst von deinem Tag oder von deiner Woche erzählen, von deinen Hobbys, deiner Lieblingsserie oder geh einfach mal raus und versuche Dinge zu beschreiben, die du siehst oder erlebst. Wenn dir dafür ein Wort fehlt oder 2 oder 10, dann suche es im Wörterbuch und benutze es direkt, denn so erweiterst du gleichzeitig deinen Wortschatz. Jetzt fragst du dich vielleicht, aber wer korrigiert meine Fehler? Wenn du ein digitales Tagebuch führst, hast du den Vorteil, dass die Autokorrektur vieles korrigiert. Das funktioniert leider nicht perfekt, aber es ist schon mal eine Hilfe. Wenn du eine richtige Korrektur willst, mit Tipps, wie du noch besser schreiben kannst, dann hol dir einen meiner Deutschkurse, denn dort bekommst du so viele Textkorrekturen, wie du möchtest. Hier noch ein weiterer Weg, um das Schreiben zu trainieren. Schicke E-Mails in ein deutschsprachiges Land. Vielleicht lachst du jetzt, aber du kannst doch einfach mal eine Anfrage an eine deutsche Firma schicken. Egal, ob das eine Arztpraxis ist, eine Immobilienfirma, eine Bank oder was auch immer. Schreib doch einfach mal und frag nach Informationen. Dir kann nichts passieren, außer dass du eine Antwort auf Deutsch bekommst. Und mein letzter Supertipp: Schreibe deutsche Texte ab. Nimm einen guten Text auf einem mittleren Niveau und schreibe ihn komplett ab. Auf diese Weise produzierst du einen fehlerfreien Text, übst gleichzeitig Satzbau und Grammatik und hast das gute Gefühl, dass alles richtig ist. Gut, oder? Wie immer gilt, Übung macht den Meister. Es wird eine Weile dauern,
Aber wenn du dir mal 2 Monate Zeit nimmst und dich hauptsächlich auf eine Sache konzentrierst, wirst du riesige Fortschritte machen. Kommen wir nun zur letzten produktiven Fertigkeit, dem Sprechen. Was sage ich jetzt? Wenn man sprechen lernen will, muss man sprechen. Dazu braucht man andere Menschen oder zumindest einen. Wenn du in einem deutschsprachigen Land wohnst, suche den Kontakt zu ihnen. Das geht natürlich auf der Arbeit, aber auch privat in einem Verein, einer wohltätigen Organisation und überall dort, wo Menschen alleine sind, zum Beispiel in einem Altersheim. Sei kreativ und finde deinen Weg. Natürlich geht das auch über das Internet, zum Beispiel in Lerngruppen, bei Facebook oder mit einem Tandempartner. Bitte deinen Gesprächspartner darum, dich zu korrigieren, denn am meisten lernst du aus deinen Fehlern. Und gib nicht zu schnell auf, wenn du noch niemanden gefunden hast. Manche Dinge brauchen eben Zeit. Auf die große Liebe wartet man ja auch nicht nur einen Tag. Und wenn du wirklich gar niemanden findest, keine Sorge, in meinen Deutschkursen gibt es eine Community-Plattform, auf der du andere Deutschlerner kennenlernst, mit denen du dich unterhalten und sogar Lerngruppen bilden kannst. Man kann aber auch ganz alleine sprechen und die Aussprache üben. Dazu nimmst du einen Text mit einer Audiodatei, zum Beispiel von der Deutschen Welle, den hörst du dir gut an und achtest darauf, wie die Wörter ausgesprochen werden. Dann nimmst du mit deinem Handy auf, wie du den Text vorliest. Das hörst du dir dann an und vergleichst es mit der deutschen Version. So kannst du genau erkennen, was du schon gut machst und woran du noch arbeiten musst. Du bist dein bester Kritiker. Mach was draus. Und zum Abschluss noch ein Tipp für die ganz Mutigen unter euch. Telefonieren. Genauso wie du E-Mails auf Deutsch schicken kannst, kannst du auch irgendwo anrufen und nach Informationen fragen. Am besten schreibst du dir vorher auf, was du ungefähr fragen willst. Und auch hier kann dir gar nichts passieren, also keine Angst. Im schlimmsten Fall sagst du Tschüss und legst auf. Ja, jetzt weißt du, mit welchen Aktivitäten du am schnellsten vorankommst. Aber du bist nun vielleicht etwas unsicher, wie du das in einen richtigen Lernplan für 80 Tage umsetzen kannst. Wenn du dich also jetzt fragst, was soll ich zuerst machen? Welche Materialien sind für mein Niveau am besten? Soll ich morgens oder abends lernen? Soll ich mehrere Stunden am Tag lernen oder reichen 5 Minuten? Und so weiter. Das alles lernst du in Teil 3 dieser Unterrichtsreihe, den ich schon bald hier auf YouTube veröffentlichen werde. Alle Daten zu diesem 6-teiligen Unterricht findest du in der Beschreibung unter dem Video. Aber davor machen wir zusammen einen Livestream, in dem wir die heutigen Aktivitäten üben. Und zwar mit Materialien aus den Kursen der Linkster Academy. Und du kannst mir wie immer deine Fragen rund um die deutsche Sprache stellen. Mein Team und ich werden versuchen, alles zu beantworten. Ich freue mich sehr auf deine Teilnahme und wünsche dir jetzt schon viel Erfolg. Schreib mir bitte einen Kommentar. Welche der Aktivitäten aus diesem Video wirst du diese Woche ausprobieren und an welchen Fertigkeiten und Themen willst du intensiv arbeiten, um dein Deutsch auf das nächste Niveau zu bringen? Wenn du dich in den nächsten 3 Monaten nicht auf dein Deutsch konzentrieren willst, dann ist mein Unterricht vielleicht nichts für dich. Aber wenn du es ernst meinst und ein Ziel hast, dann ist das hier genau das Richtige für dich. Und am Ende habe ich auch super Neuigkeiten zu meinen Deutschkursen. Mehr dazu verrate ich dir bald. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich sehe dich in ein paar Tagen im 2. Teil, nämlich im Livestream.
Bis dahin sage ich Tschüss und wünsche dir ganz viel Erfolg beim Lernen. Deine Julia.